Heute habe ich für euch Spargel im Blätterteig. Das ist sehr lecker und auch frisch. Bonjour, hallo zusammen, ich bin Nassim. Spargel, apropos, sagt man auf Französisch Asperge. Und dieses Gericht heißt auf Französisch Chausson aux Asperges. Allez, on y va für die kleine Reise nach Frankreich. Wir haben hier weiße Spargel, ein Blätterteig, Petersilie, 150 Gramm Quark, vegane Mortadella, am besten 6 Stück, 6 kleine Kreis, Pfeffer, Meersalz, ein Ei und Kreuzkümmel. Et ensuite, on y va Richtung Südfrankreich. Bevor ich anfange, der Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Zuerst machen wir die Füllung. Dafür nehmen wir Petersilie. Den Petersilien werden wir hacken. Petersilie hacken ist nicht meine Spezialität, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es muss, dann muss. Hopp. So, das nehmen wir, machen wir hier im Schüssel. Kommt noch dazu 150 Gramm Quark. Meersalz. Pfeffer. Voilà, das reicht. Und eine Prise Kreuzkümmel. Und jetzt geht es um Blätterteig. Ich habe hier die Entscheidung getroffen, ein fertiges Blätterteig zu nehmen, weil es ja einfacher und leichter. Ihr könnt auch für euch entscheiden, ob ihr das selbst macht oder nicht, wie ihr mögt. Also hier ist es ein bisschen speziell. Man muss hier einmal in der Mitte hier abschneiden, von Anfang bis zum Ende. Ist ein bisschen Mathematik und Geometrie. Und hier erstmal so eigentlich, so auf 3. Hier 1, sieht schön aus. 2 und 3. Okay, hier wird es ein bisschen tricky. Also, hier wird es einmal ungefähr 1 cm von Rand geschnitten. Und mit diesem Pizzarolle, das ist so wirklich einfacher, macht das Leben einfacher. Und das geht weiter so, wie ein Pfeil. Das heißt hier auch. Es ist jetzt erstmal fertig mit der Geometrie. Dieser Schnitt hier ist ganz wichtig zu respektieren. Einmal nach dieser Richtung, wie Pfeile, und einmal nach dieser Richtung, weil danach die Füllung kommt rein und es gibt eine spezielle Art, das zu falten. Und das zeige ich euch, wie das geht. Jetzt on y va mit dem Quark. So, je prends un peu de Quark. Ich nehme ein bisschen Quark, mache ich hier in der Mitte von jedem Chausson. Das sieht natürlich noch nicht wie ein Chausson. Chausson ist eigentlich auf Deutsch vielleicht eine Tasche oder eine Schuhe. Es ist sehr illustrativ. Voilà. Der Spargel ist schon bereit, ist schon geschält und schon gekocht. Vegane Mortadella ist hier. Das ist genauso, was ich meinte mit Chausson oder Tasche. Man nimmt hier 2 Spargel, man rollt sie so, genau, und die werden so reingetan. Und dann noch ein zweiter. Vegane Mortadella zuerst, dann kommen 2 Spargel, so, und dann gerollt, dann haben wir unsere Tasche. Und dann, zack, hier
dann wird das auch so gemacht. Voilà. Jetzt wird es gefaltet. Ich zeige mal vor. Hier einmal. Und jetzt versteht man, warum Chausson. Zweimal diese Tasche. Und hier, diese letzte Rand kommt auch mit. Und so. Das ist wie ein Brief, also wie ein Umschlag sozusagen. Une enveloppe. Ja, geht's weiter so. Voilà, erstmal und dann so. Zweimal und dreimal kommt der Umschlag drauf. Les Chaussons sind auf das Blech bereit. Die warten nur darauf, mit dem Eier angestrichen zu werden. Also das Eier ist hier schon verquirlt, nur ein Ei. Und mit dem Pinsel hier wird es angestrichen da drauf. Und was ich auch gerne mag bei diesem Chausson aux Asperges, das ist danach die Farbe von diesem Ei. Und man macht das so. Genau, kein Neider, also alle kriegen ein bisschen verquilltes Ei. Wir sind jetzt für das vorherige oder vorletzte Etappe fertig. Eier lege ich auf der Seite. Unsere Chausson aux Asperges oder unsere Spargel im Blätterteig kommen jetzt im Backofen für ungefähr 15 Minuten auf 200 Grad. Allez, c'est parti, on y va pour eine kleine Reise im Backofen. Wow, guck mal, wie das schön aussieht. Unsere Spargel im Blätterteig sind jetzt endlich bereit. Ich freue mich, die zu genießen. Lass uns mal probieren. Les Chaussons aux Asperges sind bereit. Also unser Spargel im Blätterteig sind bereit. Ich freue mich riesig, das wirklich endlich zu probieren. So, ich werde mal einmal halbieren. Und mal gucken. Das sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Ich bin gespannt. Ich probiere mal. Oh, cool. Das ist so saftig. Und diese rosa Farbe. Okay. On y va. Schön warm. Und ich merke mal, oh, schön lecker. Kreuzkümmel, Quark, Petersilie, die perfekte Kombination. Passt ganz gut auch mit Spargel. Das ist dieser Frühlingsgenuss, dieser Frühlingswind sozusagen. Macht ihr das zu Hause auch nach? Ich bin ja gespannt, wie ihr das findet. Und guten Appetit! À bientôt!